So, dann mal herzlich willkommen zurück auf den Kanal Computersachen. Heute werden wir uns mit dem Thema SSH-Keys und SSH-Anmeldung mit Keys ohne Kennwort befassen. Da gibt es bei der Einrichtung ziemlich viele Probleme. Es gibt einige Dinge, die nicht in den Tutorials bzw. in den Anleitungen gut kommuniziert werden. Deshalb gehen wir einfach mal auf dieses Thema hier jetzt ein. Wenn du dieses Video durch hast, wirst du einen SSH-Server haben unter Windows und diesen auch verwenden können mit der fehlerfreien Anmeldung über einen SSH-Key. Dann schauen wir uns auch noch die Unterschiede an, was macht Mac denn wieder so anders. Beim Mac ist das wieder ein bisschen anders, da muss man noch zwei Tricks extra kennen. Die Trickkiste, bei mir hieß die damals immer so Trick 17, heutzutage sagt man das so Lifehack, ist in Ordnung, haben wir alles im Programm. Guti, als erstes, wir wollen auf unserem Windows-Maschinchen einen SSH-Server haben. Dafür brauchen wir unsere App-Apps. Okay, gut, brauchen wir unsere App-Apps. Ja, das war sie wohl nicht. Das Ganze nochmal. Ganz kurz noch eine Sache. Woher kommt dieses Thema jetzt gerade für dieses Video? Das Thema für dieses Video kommt einfach daher, dass ein paar versucht haben und mich deshalb angeklopft haben, wie man denn eine SSH-Verbindung in einen Docker-Container reinmacht. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Es gibt prinzipiell ja, unter anderem mal den einen oder anderen Container, wo das Sinn macht, wo man das vielleicht brauchen könnte. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, für was braucht man SSH in einem Docker-Container? Das könnt ihr gleich klicken. Also wenn ihr SSH verwenden wollt, wie zum Beispiel jetzt, wenn ihr dann Walknet verwendet, dass ihr ein Backup oder Docker-Maschinen macht, die Dateien, die Datenbanken und die Volumens und alles, braucht die SSH auf der Maschine, nicht in dem Docker-Container. Das muss man ganz klar differenzieren. Ich weiß, man kommt in der EDV auf die tollsten Ideen, aber die sind manchmal nicht richtig. Gut, zurück zu unserem Thema. Wir brauchen einen OpenSSH-Server. Wir gehen hier auf Apps, dann haben wir Optional Futures, also weiterführende Programme. Dann braucht ihr hier Add an Optional Future, also ein optionales Future hinzufügen. Machen wir und dann könnt ihr hier oben Open SSH eingeben. Hat jetzt das Problem. Der kommt dann macht ihr einen Haken rein und sagt Next. Okay, ich breche das jetzt hier ab, weil ich das habe schon. Also wenn unter Installed Futures OpenSSH drin steht, dann habt ihr den OpenSSH Server. Der ist jetzt bei mir schon hinterlegt. Okay? Den müsst ihr euch einrichten. Also hier oben New Optional Futures, dann OpenSSH, dann macht ihr da einen Haken hin und Next. Dann wird er euch installiert. Dauert ein kleines bisschen. Okay, dann kommen wir zum nächsten Teil. Wir müssen unsere Config also unsere Config SSHD Underline Config anpassen. Das ist die Datei, damit sie für unsere Zwecke taugt. Diese Datei findet ihr, das ist die Hauptkonfigurationsdatei für euren SSH-Server, hier unter SSH, also Programm Data und dann SSH. Da haben wir die SSH-Config. Die SSH-Config ist schreibgeschützt, ihr könnt sie so nicht bearbeiten. Ich möchte an diesem Punkt anmerken, dass ich als Administrator angemeldet bin und sie trotzdem nicht bearbeiten kann. Also machen wir einfach folgenden Trick. Wir kopieren uns die Datei auf den Desktop. Und hier können wir es jetzt ganz gemütlich bearbeiten. Für uns sind 3 Zeilen wichtig. Eine vierte ist diese hier, Port. Ihr könnt hier Port einschalten und diesen verändern, beziehungsweise ihr könnt es auch einfach so lassen, auskommentiert mit der Raute hier, dass es einfach ein Kommentar ist, dann wird standardmäßig der 22er Port verwendet. Für uns interessant sind Strict Mode hier. Der ist auf Nonne gesetzt, da bleibt er auch. Also bei euch ist er jetzt Yes, den setzt er bitte auf No. Und auch diese Raute hier am Anfang rausnehmen. Dass das hier so ausschaut, Strict Mode No muss da drin stehen. Dann gehen wir ein bisschen weiter runter. Public Key Authentication, das ist dasselbe. Die Raute muss raus und da muss ein Yes hin. Dann gehen wir noch ein bisschen weiter runter.
Passwort, Authentifikation. Dann nimmt er den Haken auch raus, also diesen Comment hier, diese Raute. Und dann muss hier dahinter stehen, Yes. So, damit haben wir erst einmal beide Konfigurationsmöglichkeiten eingeschaltet. Hat folgenden Hintergrund: Wenn wir jetzt dann die Konfiguration der Keys vornehmen, müssen wir ja unseren Public Key auf dem Server hinterlegen und uns dann mit dem privaten Key anzumelden. Um diesen Key allerdings auf dem Server zu hinterlegen, müssen wir uns erst einmal anmelden. Das hat mit den Verzeichnisstrukturen zu tun. Damit kann ich sie euch einfach am besten erklären. Okay, dann der Rest bleibt wie er ist. Da ändern wir gar nichts. Ihr könnt jetzt die Datei einfach schließen. Speichern bitte. Und dann kopiert ihr hier die Datei einfach wieder zurück in euer Verzeichnis. Replace, dann kommt nochmal die Sicherheitsabfrage. Ja, Continue. Und damit habt ihr sie drin. Wir lassen die Config-Datei hier mal auf dem Desktop, weil die müssen wir nachher nochmal bearbeiten. So, die machen wir alle mal wieder zu. Okay, im nächsten Schritt müssen wir unseren SSH-Server neu starten. Das könnt ihr, wenn ihr hier unten das Dienstprogramm Dienste aufruft. Schreibe ich den wieder. Dienste gebt ihr unten ein. Bei mir ist das jetzt hier, weil ich eine englische Version habe, einfach Services. Kommt aber auch selber raus. Dann sucht ihr euch hier die OpenSSH Server. Okay? Den könnt ihr mit der rechten Maustaste anklicken und sagen Restart. Des Weiteren kontrolliert ihr bitte mit Doppelklick auf OpenSSH Server, ob hier die Start-Type automatisch ist. Normalerweise steht der auf manuell bei euch und dann müsst ihr den jetzt auf automatisch stellen, dass der automatisch gestartet wird beim Systemstart. Sonst läuft der nicht. So, dann müsst ihr jetzt hier stehen Running und hier hinten Automatical. Die zwei Felder müssten so dastehen. Okay? OpenSSH Server, dann hier über diese blöden Texte darüber Running und Automatical. Okay? Dann könnt ihr das auch wieder zumachen. So, auf meinen ganzen Recherchen, wo ich mal gemacht habe und zu diesem ganzen Thema, weil ich es auch am Anfang nicht ans Laufen gekriegt habe, erst einmal gemacht habe, fiel mir mal ein Artikel auf, wo drin stand, man muss einen Benutzer anlegen. Nachdem ich das dann witzigerweise mal probiert hatte, funktionierte es auch. Da gibt es aber noch mehr Stolperfallen, auf die wir alle noch zu sprechen kommen. Auf jeden Fall brauchen wir einen Benutzer. Das hat auch mit der Verifizierung des Keys dann später zu tun und auch mit den Benutzerrechten, die ein Standardbenutzer bekommt, beziehungsweise die ein Administratoranwender bekommt. Dazu brauchen wir Einstellungen. Ihr gebt hier unten einfach Einstellungen ein. Okay. Ich verwende hier natürlich wieder Settings. Dann braucht ihr Accounts. Da müssen wir jetzt ein bisschen weiter runter scrollen. Das ist wieder meine nicht scrollende Maus in der Remote App. Hier Info, Another User, da ist er. So, da seht ihr schon, ich habe einen anderen Benutzer eingerichtet. Das ist mein SSH-Account. An dem werde ich das allerdings nicht zeigen, sonst muss ich wieder so viel auspixeln und ausgrauen. nee, lassen wir mal gut sein. So, Add Account, den machen wir. Das lassen wir weg. Wir wollen keinen Microsoft-Account haben. Add User without Microsoft-Account. Dann Username, wie nehmen wir den denn? Test ist, ja, ich weiß. Test SSH. So, ist immer freundlich, schreibe ein bisschen mehr rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Könnt ihr auch gerne mitschreiben. Es gibt immer wieder genügend, die solche Informationen hernehmen, obwohl es Dummy-Informationen sind und diese Schulungssachen danach wieder gelöscht werden, die es trotzdem hernehmen. Und graue ich das auch im Prinzip in der Regel, auch wenn ich jetzt zum Beispiel bei einer Wallet einen Wallet-Key benutze, der sowieso ein Dummy ist, aus, weil es dann wieder genügend gibt, die den wieder versuchen herzunehmen und da das dann wieder zu Fehlern kommt. Reden wir nicht drüber. Der erste Haustiername, schreiben wir nicht da rein.
Dagobert. Dagobert Duck war schon immer einer meiner Lieblingsfiguren, weil der hat wenigstens anständig Pulver. Kinderspitzname Schnulli. Denkt euch da was Anständiges aus und ja, notiert es bitte in eurer Dokumentation. Das sind auch wieder so Dinge, die man braucht, wenn wir das Kennwort wieder zurücksetzen wollen. Und ja, so ist es halt. So, First Name, Orfeo, nein, die erste Schule. Keine. So. Next ist drin. Und damit haben wir das eigentlich auch erledigt. Damit können wir jetzt dann zum nächsten Step übergehen. Eine Sache noch, wir gehen noch mal hin. Account Options und das ist ein Standardbenutzer. Man kann hier nur Administrator oder Standard auswählen. Wir lassen den Standardbenutzer jetzt mal drin. Und das war's für das Erste. Dafür gibt es im Internet verschiedene tonnenweise Anleitungen, die fast überwiegend auf Putty-Keygen aufbauen. Dafür müsst ihr euch wieder Putty installieren. Falls ihr ihn habt, könnt ihr auch den benutzen. Ihr könnt euch Putty auch einrichten. Darauf gehe ich allerdings in diesem Video nicht ein. Wir verwenden das SSH-Tool, was es von Haus aus gibt. Keygen. Das hätten wir gern. Dann verwenden wir den Parameter T. Und wir hätten gern einen ED25519 Key erstellt. Das ist momentan so der empfohlene Key, der also am sichersten läuft auch und am schwersten zu knacken ist. Solltet ihr das ED weglassen, bekommt ihr einen RS-Key einfach und der ist wohl nicht der sicherste. Enter. So. Enter file you want to save the key. Das wird vorgegeben, user mike.ssh und der ID-Name, der Keyname. Das lassen wir, überschreiben wir nicht. Wir kommen zu Passphrase. Das ist ein Kennwort, das ihr eingeben müsst, wenn ihr den Schlüssel benutzt. Auf jeden Fall beim ersten Mal. Unter Windows, glaube ich, muss man den ein zweites Mal nicht mehr eingeben. Unter macOS taucht das Ding immer wieder auf. Differenziert ein bisschen, aber wer euren Private Key in die Finger kriegen sollte, könnte sich damit an den Servern anmelden, wo euer Public Key hinterlegt ist. Deshalb würde ich meine Key-Datei, also ich mache es so, ich sichere meine Key-Dateis immer nochmal mit dem Passphrase ab, damit man diesen Key nur benutzen kann, wenn man das Passwort für diesen Key weiß. Das Passwort für diesen Key 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ihr nehmt da bitte was Vernünftiges, ist klar. Und notieren, das ist der Schlüssel für euren Key. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warum erwähne ich das immer mit diesem, schreibt es euch auf? Es ist ganz einfach, wenn ihr den Server komplett umgestellt habt auf Key und ihr kommt an eure Key-Datei nicht mehr dran, weil ihr das Kennwort nicht habt oder ihr habt den Key verloren, dann müsst ihr physikalisch am Server rankommen und da was zu ändern. Eine gute Alternative ist, wenn man noch alternativ natürlich jetzt ein VPN hat, was man nutzen könnte, um an die Dateien ranzukommen, um sie zu ändern. Wäre natürlich eine andere Variante, allerdings, also wie gesagt, wer mit Key-Dateien arbeitet und diese verwendet, ohne Passwort-Authentifikation, bitte wirklich auf eure Keys achten, habt eine Kopie von den Dingern irgendwo und schreibt euch die Kennwörter dazu irgendwo anders auf. Das ist genauso wie bei Bitcoins, die Seed Phrase, das ist genau dasselbe. Schreibt eure 12, 24 Wörter auf oder ihr seid irgendwann, ich verkneife jetzt den Ausdruck, ist mir schwer gefallen, aber ihr habt dann wirklich die A-Karte in Gold gezogen, okay? Das muss man ganz klar nochmal sagen. Keys, Keywörter dazu, Schlüssel einfach wirklich komplett irgendwo gut sichern. Damit ist nicht unbedingt jetzt eine Cloud im Internet gemeint. Externer USB-Stick ist auch wieder eine Geschichte. In Stahlstanzen, ja, ich weiß. In Zweifelsfall müsst ihr wissen, wie ihr da dran kommt. Okay? Also am besten schickt ihr das ganze Zeug euren Opa in Amerika und wenn er es irgendwann braucht, soll er es zurückschicken. Ist eine Lösung. Habe ich auch schon gehört. Gut, zurück zu unseren Keys. Key wurde erstellt und genau, wir sehen also unseren Fingerprint, den er uns ja angibt. Wie gesagt, es ist ein Test-User momentan, von daher gesehen, der Key wird sowieso wieder gelöscht. Könnt ihr jetzt also sehen, den abzutippen bringt euch sowieso nichts, weil er nur auf meinem Server laufen würde. Und zur Veröffentlichungszeit ist das alles schon wieder gelöscht. Okay, zurück zum Dings. Unsere Keys liegen in CD User, dann haben wir Mac und dann gibt es das versteckte Verzeichnis, das ist angelegt worden, .ssh. Enter. So, da sind wir jetzt drin, das sind wir auch, Mac MacBook und .ssh%.
Das ist unser Prompt. Dann machen wir ls. Solltet ihr unter Windows bzw. im DOS-Eingabeaufforderung sein, dann habt ihr dir einzugeben, um das anzuzeigen. Dir nimmt macOS natürlich jetzt nicht hier, ne? Da sagt er hier, ist nicht. Würde aber genau dasselbe bewerkstelligen. Okay, wir haben hier unseren Private Key, der hat keine Erweiterung. Und dann haben wir einen Key mit Pub. Das ist der private Key, Public. Pub für Public. Okay? Diesen Public Key muss man auf dem Server, wo man sich anmelden möchte, hinterlegen, damit der Private Key auch funktioniert. Genau, und damit kommen wir jetzt dann auch schon zur Anmeldung. Das heißt, wir cleanen mal unseren Bildschirm. Eigentlich sollte jetzt der Windows-Teil kommen und nachdem wir allerdings gerade auf Mac sind, ziehe ich jetzt einfach den Mac-Teil kurz vor und ja, wer einen Windows-Rechner benutzt, kann diesen Mac-Teil jetzt ganz kurz im Video überspringen. Wir möchten uns anmelden und zwar ich hasse diese Pieperei, SSH. So, dann haben wir einen User angelegt, Test SSH. Dann brauchen wir unsere Edge und unseren Server. Ich kann dafür den Namen benutzen von der Maschine oder ich kann die IP-Adresse eingeben. Normalerweise macht man es mit IP-Adresse, weil Namensauflösungen in lokalen Netzen oft nicht so richtig funktionieren und man den Befehl dann sowieso bloß nochmal mit IP-Adresse aufruft, macht man es gleich. Wir haben jetzt hier ein kleines Problem. Wir haben einen User angelegt, der heißt Test-User. Also Test leer SSH. Das wird so nicht funktionieren. Allerdings kann ich natürlich den Benutzernamen in dem Sinne schon verwenden, indem ich ihn einfach in Anführungszeichen setze. Und damit habe ich das Problem auch schon erschlagen. Eine Stolperstalle, ein Stolperstein bei macOS ist, habt ihr die Key-Dateien umbenannt, funktionieren sie nicht. Das heißt, habt ihr jetzt Schlüssel, Test-User, SSH, zum Beispiel die Datei umbenannt, wird macOS euch das Ding nicht akzeptieren. Stolperfalle 1. Wir melden uns mit diesem Ding jetzt mal an. So, dann haben wir einen neuen Host, den müssen wir hinzufügen. Fingerprint, wollen wir den haben? Yes, müssen wir da eingeben. Geben wir No ein, kommen wir nicht weiter. So, und dann brauchen wir jetzt unser Passwort. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Schwupps. So, und jetzt sind wir Test-User auf MSI. Wir sind drin. Ja, wir sehen das auch hier, ls, lass uns anzeigen. Wir haben jetzt hier Test SSH at MSI. Also ich zeige das hier mit dem Finger auf dem Bildschirm. Ich bin gut, hä? Was? Seht ihr nicht, wa? Ja, wir haben Test SSH at MSI. Ne? Also unseren Benutzernamen, unseren Computernamen und das Verzeichnis, auf dem wir uns befinden. Das heißt, wir haben jetzt schon unsere SSH-Verbindung. So, jetzt wollen wir das Ganze aber mit Keys benutzen. So, wir brauchen jetzt als allererstes natürlich unseren Private Key auf dem Server. Das heißt, wir bewegen uns mal, piept ja schon wieder, cd in unser .ssh-Verzeichnis und lassen uns das mit dir anzeigen. Für die, die etwas irritiert sind, dass ich auf Mac arbeite, aber Windows-Befehle benutze, ist es ganz einfach. Ich verwende eine SSH-Verbindung auf eine Windows-Maschine. Das heißt, meine Mac-Befehle laufen hier nicht. Ich bin nicht an meinen Mac. Ich arbeite auf den Server Windows momentan. Das heißt, ich muss auch Windows-Befehle benutzen. So, macdir.ssh. So, jetzt haben wir uns ein Verzeichnis angelegt, SSH, das ist schon mal ganz gut. So, jetzt holen wir uns unseren Private Key. Das heißt, ich blende mal ganz kurz die Mac-Oberfläche hier ein, nicht irritieren lassen. Das ist unsere Public-Datei. Öffnen mit TextEdit. Das markiere ich mir jetzt alles und tue es kopieren. Kann ich das wieder zumachen, gehe ich hier hin. Dann mache ich ein Echo. Dann meinen Key. Der war es nicht. Ja, toll. So, das ist der Key, den leiten wir um.
Und die Datei, die wir brauchen, Autoresites Keys. Genau, das leiten wir in die Datei Autoresites Keys um, die in unserem Benutzerverzeichnis liegt. Zeige ich euch gleich. So, das haben wir jetzt mal gemacht. Dann machen wir jetzt noch einmal dir, dass es nicht irritierend ist. So, hier ist jetzt durch diesen Echo-Befehl, da haben wir uns diesen Key ausgeben lassen. Na, das ist der Key. Und die haben wir umgeleitet in Authorized Keys in eine Datei. Und diese Datei wird uns jetzt auch hier angezeigt. Authorized Keys, und da ist sie auch. Gut. Da haben wir das. Dann machen wir Exit. Das heißt, wir schließen jetzt unsere Verbindung. So, jetzt sind wir draußen, wir sind jetzt wieder auf dem MacBook. Gut, wir haben uns ausgeloggt und ich habe den Bildschirm mal für euch geklärt, dass es nicht durcheinander kommt. Und wir melden uns nochmal an. SSH, dann wieder unser Test-User und die IP-Adresse dazu. So, jetzt seht ihr einen Unterschied. Wenn ihr jetzt ganz genau hinschaut, seht ihr, er verlangt nicht ein Passwort, er verlangt Enter Passphrase für Key. Das heißt, hier ist das Kennwort für unseren Key gefragt. Beim Key erstellen haben wir ein Kennwort eingegeben und das muss jetzt hier rein. 6 und Batsch. Und schon sind wir drinnen. Jetzt melde ich mich nochmal ab. Und ich melde mich nochmal an. Das ist Apple. Na, wenn ihr das Kennwort haben, könnt ihr im Schlüsselbund speichern, dann habt ihr das Problem auch weg. So, und damit sind wir eigentlich drin. Was haben wir jetzt auf unserem Server gemacht? Wir haben das manuelle Verzeichnis SSH hinzugefügt. Na, das habt ihr gesehen. Machen wir auch cd.ssh. Dann machen wir nochmal dir. Und da sehen wir, wir haben hier unsere Authorized Key, wo wir unseren Key mit dem Echo-Befehl reingeschrieben haben. Das war das ganze Schabernack. Okay? Dann können wir uns hier bei macOS ausloggen. Und im nächsten Teil machen wir Windows. So, dann sind wir jetzt auf unserer Windows-Schulungsmaschine, wo ich immer alle möglichen Tippereien für euch mache. Das ist eine richtige Verhaumaschine geworden mittlerweile. Aber okay, gut, ist kein Ding. Wir nehmen uns mal den Explorer. Dann brauchen wir natürlich unsere Keys. Dieses Windows haben wir jetzt noch nicht mit SSH verwendet. cmd. Also auch hier ist SSH schon vorinstalliert. Also das ist bei Mac auch vorinstalliert. Bei Linux ist es vorinstalliert. Bei Windows 11 ist es auch vorinstalliert. Nur wenn ihr den Server braucht, den müsst ihr, wie am Anfang beschrieben, einfach noch einrichten. Lokaler Datenträger. Da müssen wir hin. Dann brauchen wir unsere Benutzer. Der Benutzer ist Info. Hier haben wir kein Verzeichnis SSH. Wir müssen aber unsere Keys deponieren. Das heißt, wir brauchen unseren Ordner .ssh. Schwubbeldiwupps, gehen da rein. Jetzt hole ich mir schnell die Keys her. Das seht ihr jetzt gerade eingeblendet. Das ist der Public Key. Der ist auf dem Server hinterlegt, den brauchen wir nicht. Und das ist unser Privatkey. Wenn ich beide Dateien auf dem Server kopiere, hat Windows Probleme unter Umständen damit, in den meisten Fällen sogar Probleme damit, den richtigen Key herauszuziehen. Das heißt, die Anmeldung klappt nicht. Deshalb, wenn ihr euren Key unter Windows verwenden wollt, benutzt nur diesen privaten Key. Okay? Den schieben wir uns jetzt hier hin. So, ist kopiert. Damit ist gut. Dann haben wir ganz klar eigentlich gar nichts weiter zu tun. Wir haben unseren Key kopiert. Konfiguriert ist der Server mit diesem Key. Das haben wir unter macOS alles durchgegangen. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach eine andere Maschine, die wir noch nie benutzt haben, kopieren unseren privaten Key da rein in das SSH-Verzeichnis, unseres
lokalen Computers. Ne? Kann ich auch nochmal hier. dir.ssh. Da haben wir ihn reinkopiert. Das ist unsere ID, ED. Unter Windows könnt ihr die Keys auch umbenennen. Da funktionieren die in der Regel auch. Da könnt ihr dann Test SSH Key machen oder sowas. Wie ihr lustig seid. Jetzt habe ich die Frage verloren schon wieder. Genau, also ihr braucht, wenn ihr jetzt ein neues System benutzt, ein anderes System, wo ihr noch nie wart, nur eure Key-Datei da reinkopieren. Bitte achtet immer darauf, dass die Key-Dateien in Benutzerprofilen liegen. Speichert die nicht auf irgendwelchen Serverlaufwerken, wo alle Zugriff haben, weil wer euren privaten Key hat, kann ihn benutzen. Und wenn ihr kein Passwort drauf habt, wie wir das gemacht haben, wir haben eine Passphrase hinterlegt und damit ist die Sache geregelt. Da braucht man wenigstens noch ein Kennwort zur Sicherheit. Also wie gesagt, darauf wirklich aufpassen. Und dann steht uns eigentlich jetzt hier nichts mehr im Weg. SSH, steht nichts drin. Wir brauchen unseren Benutzernamen, der hat Leerzeichen drin, also müssen wir mit diesen Anführungszeichen arbeiten. Test SSH, Anführungszeichen zu. Dann brauchen wir unser Add 1.2.168.1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 
Dann wollen wir einen Fingerprint vom Server. Den nehmen wir an. Was ist das eigentlich, dieser Fingerprint? Dieser Fingerprint ist die ID vom Server, damit niemand in der Mitte quasi eure Verbindung dazwischen kann. Das ist der sogenannte Man in the Middle, der wird damit verhindert, dass da jemand noch dazwischen sitzt, der da mitfummelt oder mitlesen kann. Okay, und deshalb müssen wir hier auch ein Yes einschreiben, dann wird es angelegt. Jetzt kommt Enter Passphrase. For you Key. Das ist das Kennwort, das wir für unseren Key vergeben haben. Das war 1, 2, 3, 4, 5, 6 und Enter. Und zack, ich bin drin. Jetzt sehe ich hier wieder Test, SSH, MSI und der Pfad, auf dem ich mich jetzt gerade befinde. LS kann ich mir anzeigen lassen. Achso, ja, Windows. LS funktioniert nicht. Windows-Maschine muss ich Windows-Befehle benutzen. Dann kann ich noch dir SSH machen. Da sehe ich dann zum Beispiel, hier auf dem Server liegt die Authorized Key. Das ist die Berechtigung für den Key, dass der auf dem Server auch mit diesem Benutzer anmelden darf. Der Key ist also an diesen Benutzer gebunden, deshalb haben wir auch einen Benutzer anlegen müssen. Da kommen wir jetzt nochmal dazu, denn es gibt einen Unterschied, wenn ihr administrative Benutzer verwenden wollt. So, dann haben wir noch unser kleines Schmankerl. Das heißt, wir haben einen Standardbenutzer angelegt und jetzt wollen wir einen administrativen Benutzer haben. Ihr könnt jetzt einen neuen Benutzer anlegen und mit diesen Änderungen, mit dieser Abweichung, die ihr jetzt noch bekommt, einen administrativen Account kreieren oder ihr ändert einfach den bestehenden Account ab. Wir machen jetzt Folgendes, wir ändern erst einmal den bestehenden Account ab, gehen wieder in Settings, Accounts. Jetzt brauchen wir erst einmal Another Users. Dann haben wir hier unseren Test-User. Den machen wir jetzt zum Admin. Und jetzt müssen wir noch den Key umbenennen. Das heißt, wir brauchen jetzt, nein Quatsch, nicht SSH, ja, man kommt man irgendwann mal durcheinander. C, Users, Alevit. Dann Test-User, unser Verzeichnisnamen für unseren Benutzer, dann SSH. Dann tun wir uns diese Datei kurz aufrufen zum Bearbeiten. String A, String C. Machen das Ganze zu und löschen diese Datei. Ganz wichtig, der Test-User hat jetzt keinen definierten Zugang mehr, keinen Account, keinen hinterlegten Schlüssel auf dem Server. Hat folgenden Grund, weil das unter SSH anders gehandelt wird. Administratoren werden anders behandelt. Das heißt, wir brauchen jetzt unser Programmverzeichnis. Dann brauchen wir SSH. Hier liegt auch die SSHD Online Config, die wir am Anfang bearbeitet haben.
die wo wir nicht bearbeiten können, die wir aber woanders bearbeiten können und dann reinkopieren können. Windows-Berechtigung und administrativ, wenn ich Admin bin, kann ich eigentlich alles, also das erwarte ich eigentlich. Alles andere ist, ja, ich spare mir meine Kommentare. Und in dieser Datei brauchen wir jetzt eine Datei, die heißt Administrator Authenticated Keys. Die rufen wir uns mal kurz auf, Editor. So, Ctrl A und einfügen. So, das Key ist drin, das speichern wir ab. Und jetzt können wir diese Datei wieder hier rein kopieren. Es klingt ein bisschen dusselig, aber es ist so. Jetzt kommt wieder diese Admin-Frage. Ja, wir sind Administrator. Continue, dann macht das. So, jetzt ist der Key hier drin. Das heißt, SSH weiß jetzt, aha, der User-Test leer SSH ist Administrator berechtigt und darf hier einloggen. Ist so geregelt. Warum er da den Unterschied macht, warum er das so programmiert hat, kann ich euch nicht sagen. Es ist einfach so. Lebt damit und alles ist gut. So, dann sollte euch das Video gefallen haben, lasst bitte ein Like da. Ein Abo für den Kanal wäre riesig. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, dann werdet ihr auch benachrichtigt. Sollte es Neuigkeiten, neue Videos geben, das sind auch nicht viel. Ich poste also nicht jeden Tag, ich nerv da nicht wie manch anderer. Und poste eigentlich nur wirklich interessante Sachen und die Videos brauchen auch immer ein bisschen länger in der Vorbereitung. Solltet ihr Probleme beim Einrichten, beim Konfigurieren, beim Nachvollziehen dieses Videos haben, die KSC, Remote-Dienstleister der Spitzenklasse, übernimmt das gerne für euch, sowohl im privaten als auch im geschäftlichen Bereich. Von Docker bis Virtualisierung, Netzwerke, Einzel-PCs, Schadsoftware, Viren, alles allein für 25 € die Stunde, ohne Vertragsbindung, nur rein gegen Auftrag. Gut, dann bleibt noch die Geschichte mit passwortlos einloggen. Wir haben unsere Keys angelegt, wir haben sie verwendet, wir haben uns angemeldet, wir haben gesehen, es funktioniert. Das ist wichtig. Sollte eure Anmeldung per SSH-Key nicht funktionieren, dann macht das jetzt bitte nicht, was jetzt kommt. Denn wir nehmen uns nochmal die SSH-Config vor. Bearbeiten die. Gehen runter bis Public Authentication ist drin, das ist drin, wo ist sie denn? Da ist sie. Passwort, Authentifikation ist hier Yes. Das heißt, wir können uns hier mit Passwort anmelden. Da kommt No rein. Das heißt, jetzt ist keine Anmeldung mehr mit Kennwort möglich. Es geht nur noch mit Schlüssel. Das Ganze speichern wir. Und nachdem das ja hier unsere schreibgeschützte Area ist, wo wir nichts ändern dürfen, kopieren wir uns das eben manuell da rein. Einfügen, Replace File, Continue. Dann ruft ihr noch einmal Dienste auf. In meiner englischen Version ist es halt Services. Holt den OpenSSH Server, rechte Maustaste und Restart. Das heißt, jetzt kann keiner mehr mit Passwort einloggen. Sollte eure Keys nicht mehr funktionieren, ist die einzige Möglichkeit, auf euren SSH-Server dran zu kommen, ihr seid physikalisch an dem Computer dran. Ihr könnt wirklich physikalisch dran. Sonst kommt ihr da nicht mehr drauf. Okay, beachtet das bitte. Deshalb schreibt euch auch, wie gesagt, die Kennwörter, die Passphrase und die geheimen Fragen für den Account und alles auf, so wie ich das auch in dem Video beschrieben habe. Das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video.